Hallo liebe Zuschauer, ich bin's wieder, euer Andi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal von VFGweaponCARE. Heute bei mir im Studio eine 1911er, ein ganz besonderes Schmuckstück, die Agent 2 aus dem Hause Nighthawk Customs. Eingangs wie immer der Hinweis, Sicherheit der Waffe ist hergestellt. Bevor ich im Detail auf die Features der 1911er Agent 2 eingehe, ein großes Dankeschön an die Firma Korth, speziell an den Martin Rothmann. Die haben uns die Waffe zur Verfügung gestellt. Dankeschön dafür. Klassische Features einer 1911er sind alle vorhanden. Wir haben hier ein 45 Grad Griffstück, Kaliber ist 45 ACP, Beavertail, Handballensicherung. Das Ganze ist eine Single Action. Besonderheit, was macht denn die Nighthawk Customs so besonders? Zum einen die Fertigungstoleranzen, die tatsächlich gegen Null gehen. Die Fertigung einer Nighthawk Customs wird von einem Büchsenmacher von Anfang bis Ende gemacht. Motto hier bei Nighthawk Customs: One Gun, One Gunsmith. Was mir hier sehr auffällt, ist die wirklich moderne Optik. Die aggressiven Rillen, die Skelettierung hier beidseitig auf dem Verschluss, der skelettierte Hammer hinten und die wirklich schönen Griffschalen. Hier vorne ist ein sehr charmantes Leuchtkorn verbaut und ein Red Dot von Trigicon, ein RMR1. Liebe Zuschauer, wer so ein Sahneteil hat, der will, muss natürlich reinigen, pflegen, konservieren. Und was für ein Zufall, hierfür habe ich genau die richtigen Produkte. Wir brauchen die VFG Komfortreiniger im Kaliber 45. VFG Intensivreiniger, natürlich auch im Kaliber 45. Einen Pistolenputzstock, einen Wischlängenstopp, das Firearm Pocket Set, eine Messingbürste, natürlich Chemie, einmal einen Kaltentfetter, Waffenreinigungsöl, Keramiköl, Druckluftspray, Vereiserspray, ein Holzstäbchen und ein Tuch. Liebe Zuschauer, um die Waffe auch wirklich im Detail zu reinigen, werden wir sie zerlegen. Dazu gibt es ein ganz nettes Werkzeug, nennt sich Barrel-Bushing-Schlüssel. Auf Deutsch, nicht ganz so charmant, heißt das Ding Laufbuchsenschlüssel. Braucht man nämlich, um hier vorne die Verriegelung zu lösen und die Feder zu entspannen. Bei Nighthawk hier natürlich im Lieferumfang selbstredend, klar mit dabei, sogar mit Beschriftung drauf, Agent 2. Wahrscheinlich passt der Schlüssel auch auf andere 1911er, aber hier ist er extra nochmal gekennzeichnet. Der Bushing-Schlüssel funktioniert wie folgt. Hier ist eine Feder, die muss nach unten gedrückt werden. Das übernimmt dieses Teil hier, diese Nut hier am Bushing-Schlüssel. Die Aussparung außen greift hier über den Lauf. Das Ganze nach unten drehen, nach rechts drücken und jetzt muss man hier vorsichtig sein. Wenn diese Verriegelung geöffnet ist, entspannt sich nämlich die Feder und die Hülse kann von der Feder abgezogen werden. Nächster Schritt, um den Schlitten nun vom Griffstück zu trennen, muss hier der Schlittenfanghebel gezogen werden. Den können wir von der Seite her drücken. Damit das funktioniert, sehen wir auf dieser Seite eine wirklich kleine Aussparung. Diese Aussparung muss hier mit der Nut des Schlittenfangshebels übereingebracht werden und dann lässt er sich ziehen. Man kann hier schon erkennen, welche Fertigungstoleranzen das wir hier haben. Wer eine 1911er kennt, weiß, wie groß diese Aussparungen eigentlich sind. Also hier wird schon sehr im Detail gearbeitet, sehr fein gearbeitet. Hier gibt es auch gar keine Toleranz. Schlittenfanghebel ist heraus, ich lege ihn zur Seite und jetzt kann der Schlitten vom Griffstück nach vorne einfach abgezogen werden. Jetzt entnehmen wir hinten die Feder. Um den Lauf aus dem Verschluss zu entnehmen, brauchen wir wieder unseren Bushing-Schlüssel. Hier vorne müssen wir die Hülse in die andere Richtung drehen, nämlich jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Dann geht die in eine Ausfräsung rein und kann nach vorne aus dem Lauf gezogen werden. Und jetzt können wir den Lauf nach vorne aus dem System ziehen. Was hier total interessant ist, ich habe eingangs ja gesagt, dass es hier bei Nighthawk ein sehr interessantes Produktionsverfahren gibt. Eine Waffe, ein Büchsenmacher von Anfang bis Ende, vom Rohmaterial bis zum Verpacken macht es wirklich eine Person und die verewigt sich auch hier. Man sieht hier handgravierte Initialen. Das Ganze sehen wir auch auf dem Griffstück nochmal. Machen wir dann ab, um mal drunter zu schauen. Es ist wirklich nachzuvollziehen, welcher Büchsenmacher hier diese Waffe gebaut hat. Auch bei der Auslieferung ist hier ein Dokument dabei, wo der Name des Büchsenmachers, der sie gebaut hat, auch aufgeführt ist. Finde ich total spannend, dieses Thema. Wirklich auch einzigartig. Okay, Lauf zur Seite, Griffstück
Was ich jetzt hier mache ist, ich beginne mit der Reinigung dieser ganzen Komponenten. Hier reicht mir eine weiche Bürste. Es ist wirklich nicht viel drauf an dem ganzen Spiel. Diese Schienen hier, diese Führung hier. Auf der anderen Seite ebenso werde ich jetzt einmal mit einem Kaltentfetter einsprühen, um hier altes Öl, altes Fett einfach mal abzutragen und rauszubürsten. Bürste, Kaltentfetter, los geht's. Teil 1, Griffstück. Hier in den Nuten sollte hier altes Öl sein, eventuell Schmauch, Staub vom Schießstand, was auch immer. Das wollen wir raushaben. Hier bietet sich an ein Kaltentfetter, sprühe ich jetzt ein und beginne das Ganze dann hier mit der feinen Bürste mal abzuschrubben und schau, was rausgeht. Hier sollte man auch nicht zu lange warten, um was einwirken zu lassen. Die ganze Thematik dunstet nämlich sonst ab und trocknet wieder drauf. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Ja, Waffe ist werksneu, fabriksneu. Die hat, denke ich mal, außer dem Beschussamt nicht viel gesehen. Und die Tests, die sie hatte, da ist wirklich nicht viel drin. Nichtsdestotrotz kann man hier ein bisschen die Thematik abnehmen. Ein bisschen was findet man immer. Übrigens was ganz Interessantes hier, dieses Thema, diese Schiene hier. Normalerweise ist die bei 1911ern zu ziehen, macht man dann, die auszutauschen, wenn man auf ein 9 mm Wechselsystem geht. Ist ein Standard für eine 1911er, 45 raus, 9 mm Wechselsystem rein, da wird der Lauf getauscht, da wird der Verschluss getauscht und auch diese Führungsschiene hier. Hier bei der Agent 2 kann diese Führungsschiene überhaupt nicht abgezogen werden. Die Agent 2 gibt es im 9 mm, aber nicht im Wechselsystem. Es gibt für eine Nighthawk Custom keine Wechselsysteme, definitiv nicht. Ist scheinbar nicht mit den Fertigungstoleranzen zu vereinbaren. Darum ist dieses Teil auch fest. Ich sprühe sie noch mal ein bisschen ein. Es ist nämlich schon ein Stück weit abgetrocknet. Das war nicht schlimm, aber ich war zu langsam. Kann mir passieren. Und damit ich hier jetzt auch alles rausbringe, wie ich eingangs gezeigt, Druckluftspray. Funktioniert einfach perfekt. Ich habe nicht unbedingt einen Kompressor in der Wohnung. Druckluftspray, die Dose geht spitze. Damit ich mir nicht die komplette Bude einsau, schütze ich das ganze Thema hier mit dem Tuch. Ihr könnt sehr schön sehen, wenn man hier aufbläst, wie sich der Kaltentfetter mit den gelösten Partikeln abblasen lässt. Wenn man die ganze Sache ein bisschen schräg hält, kann das auch schön nach unten laufen auf die Unterlage. Seht ihr das hier? Zubringerrampe, poliert. Alle Waffenteile der Nighthawk Custom, egal welches Produkt es ist, CNC gefertigt, was an und für sich schon extremst präzise ist. Aber die treiben das auf die Spitze, um hier noch wirklich ganz massiv ins Detail zu gehen, werden alle Komponenten von Hand mit Pfeilen nachbearbeitet. Der eine Büchsenmacher, der die Waffe von Anfang bis Ende macht. Es beginnt mit einem Stück Metall und einer CNC-Fräsmaschine, Komponenten werden rausgefräst und jede Fläche hier wird von Hand nachgearbeitet, nachpoliert. Wollt ihr mal was hören? Hört mal ganz genau zu, wie das Metall hier klingt, wenn der Hammer vorne in den Rahmen schlägt. Kling. Will ich haben. Nächste Komponente, Schlitten. Hier haben wir das Thema, dass wir Optik verbaut haben. Entweder wir bauen die Optik runter, müssen sie wieder einschießen, oder aber wir schützen die Optik. Macht Sinn, Öl, Reiniger, hier auf Optiken ist nicht wirklich charmant. Ich behelfe mir hier immer mit einem Stück Kunststoff. Hier kann man entweder Frischhaltefolie nehmen oder aber, wie immer bewährt, wir haben es schon mal gezeigt, eine Einwegbademütze. Verschluss, selber Spiel wie beim Griffstück. Die ganze Sache wird innen hier mit Kaltentfetter, Bremsenreiniger, Gun Cleaner eingesprüht, um Ablagerungen zu lösen und rauszubürsten. Hier verwenden wir wieder die weiche Bürste, es ist nicht viel drin, sollte ein bisschen mehr drin sein oder das Ganze härter verkrustet sein. Andere Seite Messingbürste. Hier haben wir das Thema mit der Optik oben drauf. Es gibt spezielle Abdeckungen dafür, ich habe keine. Verliert man auch gerne mit diese Thematiken. Man muss sie aber schützen. Chemie und Optik soll nicht unbedingt zusammenkommen, das beißt sich nämlich ein Stück weit. Hier gibt es die Möglichkeit, ihr nehmt ein Tuch, das ist das einfachste, schnellste und sicherste und nehmt die ganze Sache so in die Hand. Dann ist sie nämlich mit dem Tuch komplett geschützt. Jetzt habe ich die Optik geschützt und kann hier wunderbar den Kaltentfetter einsprühen. Von oben nach unten den Schlitten ein bisschen aufstellen, dann wird nämlich alles nach unten rauslaufen können auf die Waffenunterlage. Und ich habe relativ viel schon ausgetragen. Entscheidend sind hier die Führungsschienen, die Rillen, dass diese sauber sind, dass da nichts drin ist und wir altes Öl und Staub hier lösen, rausbürsten und zum Schluss nach vorne abwärts das Druckluftspray.
Hier komme ich nämlich wunderbar in alle Fugen, in alle Ritzen und kann die Ablagerungen, die gelösten, zusammen mit den Resten des Kaltempfetters aus dem System ausblasen. Noch eine Möglichkeit, um härtere Ablagerungen zu lösen, ohne hier die wirklich grobe Bürste nehmen zu müssen. Eingangs haben wir kurz mal über das Thema Vereiserspray gesprochen. Wenn hier Restöle oder Restfette drin sind, die sich nicht einfach oder relativ einfach durch den Kaltempfetter lösen lassen, dann versucht doch einfach mal diese Komponenten mit einem Frostspray einzufrieren. Die Öle, die Fette ziehen sich dann zusammen und platzen gerne mal von der Oberfläche. Ich zeige es euch hier mal ganz kurz, wenn man das aufschüttet. Es wird wirklich kalt, also wir erreichen Temperaturen, so ich denke mal an die minus 45, minus 50 Grad. Also vorsichtig sein, nicht unbedingt auf die Haut sprühen und für einen verstauchten Knöchel ist das auch nichts. Ihr seht hier, da geht richtig was ab. Und um das ganze Thema dann mal anzulösen, wenn das zusammengezogen ist, würde ich es mal nehmen und vorsichtig in die Hand klopfen. So hat man eine gute Chance, dass man solche Verkrustungen, solche gefrorenen Ablagerungen dann aus der Waffe prellen kann. Weiche Bürste kann hier direkt eingesetzt werden, direkt auf die Vereisung drauf und schauen, ob es sich dann löst. Wenn dann nichts geht, muss ich zu härteren Maßnahmen greifen, dann sind wir bei Messing. Aber mal ganz ehrlich, ich will hier keine Messingbürste verwenden. Bei diesem, wie hatte ich es eingangs gesagt, Sahnestückchen. Liebe Zuschauer, nächste Baugruppe, der Lauf. Elementar wichtig für die Präzision. Ein sauberer Lauf macht die Waffe präzise, ein sauberer Lauf trifft, ein sauberer Lauf ist sicher, ein sauberer Lauf gewinnt. Den machen wir jetzt, dazu verwende ich unsere Filze, die Komfortreiniger, die Intensivreiniger und den Pistolenputzstock. Wichtig ist mir nämlich hier die Mündung, damit da nichts kaputt geht, werden wir das Ganze auch begrenzen. Pistolenputzstock, Kappe hinten ab, 2 Elemente drin. Erste Hälfte wird hinten in den Putzstock eingeschraubt, zweite Hälfte auf das erste Element drauf. Vorne ist eine Rändelmutter, die sichert mir die Filze auf diesem Adapter. Die kommt jetzt ab. Eingangs erwähnt, Wischlängenstopp. Auf den Putzstock drauf. Ich hole mir einen Komfortreiniger. Mache diesen auf den Pistolenputzstock und brauche mein Waffenöl. Das erste, was jetzt hier zu tun ist, Öleintrag, um Ablagerungen im Lauf zu lösen. Der geölte Komfortreiniger wird jetzt in Schussrichtung vom Patronenlager bis zur Mündung in den Lauf geschoben. Hier ein bisschen vorsichtig sein, dass er mit der Spitze das Patronenlager nicht schrottet und der Putzstock darf nicht nach vorne durchgeschoben werden. Kleiner Tipp, aufstellen, durchschieben. Hier seht ihr die Spitze und jetzt das Ganze einfach noch 1 bis 2 mm nach vorne schieben, bis die metrische Thematik und der Filz vorne rausguckt. Warum das so ist und so wichtig ist, werdet ihr später sehen. Nächstes, wenn wir so weit sind, ist der Wischlängenstopp. Der wird jetzt hier nach hinten rangeführt und über die Schraube im System gesichert. Stück Werkzeug, ganz nach vorne schieben, festdrehen und wieder raus mit dem Filz. Sehen, jetzt hat sich ein bisschen was gelöst. Also es gibt doch wohl Ablagerungen im ganzen Thema. Sie hat wohl ein paar Schuss. Ganze einwirken lassen nach Herstellervorgabe. Hier sind es 5 bis 7, 8 Minuten. Die Zeit geben wir ihm jetzt und dann machen wir mit den Intensivreinigern weiter. Okay, weiter geht's mit den Intensivreinigern. 2 Stück. Erster Intensivreiniger wird aufgedreht. Der zweite Intensivreiniger wird aufgesteckt. Das Ganze ein bisschen zusammendrehen. Dann sieht man ein bisschen zusammendrehen, drücken, dann sieht man vorne nämlich das metrische Gewinde. Jetzt brauchen wir die Sicherungsmutter, die Rändelmutter. Die wird von vorne aufgeschraubt, um die ganze Thematik jetzt auf dem Putzstock zu sichern. Ihr müsst das Ganze hier nicht so zusammenschrauben, dass aus dem 45er Kaliber ein 16er Kaliber wird. Also rein sichern reicht. Um Zugwiderstand, Schubwiderstand ein bisschen zu minimieren, spendieren wir hier ein bisschen Öl, braucht nicht unbedingt sehr viel. Es geht wirklich darum, dass die ganze Sache sich leicht ziehen und schieben lässt. Intensivreiniger. Die feinen Messingfasern, die hier verbaut sind sehr gleichmäßig, sehr effektiv, viel effektiver, wie das jede Messingbürste sein kann. Die arbeiten sich wirklich in die Züge und Felder im Detail hinein und nehmen da jede Ablagerung mit. Hier wieder wichtig, der Wischlängenstopp. Der begrenzt mir nämlich die ganze Thematik, damit ich den Putzstock nach vorne nicht ausschiebe. Warum?
Die Mündung eines Laufes ist ein elementar wichtiges Teil. Hier ist wirklich der letzte Punkt, an dem das Geschoss geführt wird. Wenn das Geschoss die Züge und Felder durchläuft und seine Rotation bekommt, laufen diese Züge und Felder vorne an der Mündung wirklich im Mühbereich aus. Es sind sehr, sehr feine Spitzen, die da vorne rauslaufen. Wenn ich jetzt meinen Lauf mit dem Putzstock oder den Putzstock durch den Lauf schiebe und immer nach vorne rausfallen lasse, dann gibt es immer auf die unteren Spitzen der Züge und Felder einen kleinen Schlag. Dieses Thema ist hier Aluminium. Ja, wer sich einen Grand Canyon angeguckt hat, das Ding ist aus Wasser entstanden. Das ist nur eine Frage der Zeit und der Häufigkeit. Bedeutet aber auch, wenn jemand seine Waffe reinigt und pflegt, dann hat er auch eine Chance, wenn er es falsch macht, sie kaputt zu machen. Wirklich vorne Züge und Felder, achtet bitte darauf, dass da nichts passiert. Darum die ganze Sache begrenzen. Mit dem Wischlängenstopp macht Sinn und die Arbeit ist einfach leichter. Ihr merkt hier am Anfang, das ruckelt erheblich. Wenn man die Züge und Felder jetzt durchzieht und die Ablagerungen hier jetzt locker bürstet mit den Messingfasern, dann wird es am Anfang immer ruckeln. Das ganze Thema wird aber, je mehr ich den hin und her ziehe, umso gleichmäßiger wird es sein und ihr hört es auch. Man hört es, man sieht es und ihr zieht diese Intensivreiniger so lange hin und her, bis das Ganze geschmeidig und gleichmäßig zu schieben ist. Eine Bürste könnt ihr nicht hin und her ziehen. Eine Bürste im Lauf, die noch im Lauf ist, zurückzuziehen, ist fatal. Entweder mache ich die Bürste kaputt, kostet viel Geld, oder ich werde mir irgendwann mit meinem Lauf schrotten, je nachdem, welche Bürste ich verwende. Diese Intensivreiniger könnt ihr natürlich hin und her ziehen. Ihr müsst nicht nach vorne rausschieben. Eine Bürste muss vorne raus. Mit einer Bürste wird es immer dieses Klack vorne geben. Natürlich könnt ihr die Bürste dann wieder zurückziehen, da bricht sie nicht. Aber wenn ihr Bürsten hin und her ziehen wollt, dann muss sie vorne raus. Macht nicht wirklich Sinn. Ist ein Intensivreiniger viel schneller und viel charmanter. Man merkt jetzt hier auch schon, das Ganze ist wirklich schön zu schieben und zu ziehen. Ich würde sagen, so viele Schuss wird sie wohl nicht haben. Und ich lasse auch jetzt schon mal bewenden mit dem ganzen Thema. Und wir sehen hier, der ist schwarz. Nächster Schritt. Punkt 1 war, wir haben über einen Komfortreiniger Öl in den Lauf eingetragen. Dieses Öl haben wir arbeiten lassen, um Ablagerungen aufzuweichen. Zweiter Schritt, wir haben den ölgetränkten Filz abgemacht, haben die Wartezeit abgewartet, hier 2 Intensivreiniger draufgepackt mit ein bisschen Öl, damit sie sich leichter schieben lassen und haben dann begonnen, diese angelösten Ablagerungen mit dem Bürsteneffekt der Intensivreiniger anzulösen. Wir haben hier mal gebürstet, wie man das mit dem Boden macht. Einfach mal geschrubbt, dieses ganze Thema, und alles weich gemacht. Was wir jetzt machen ist, dass wir auf die aufgerissene, aufgeraute Oberfläche der Ablagerungen, nicht der Lauf ist aufgeraut, die Ablagerungen sind aufgeraut. Ein Großteil ist schon draußen, es wird aber auch noch ein kleiner Anteil drin sein, den wollen wir aber auch raus haben. Aus diesem Grund machen wir hier noch mehr Öl drauf. Dazu nehmen wir den ersten Filz wieder. Wird sich der eine oder andere fragen, den hat man doch schon. Ja, macht aber nichts, den können wir nochmal nehmen. Wir wollen nämlich nur nochmal Öl reinpacken und da braucht es keinen frischen Filz. Also nehmen wir den ersten nochmal. Ich mache jetzt hier ein bisschen mehr Öl drauf. Wischlängenstopp. Ich brauche auf nichts mehr zu achten. Rein, raus mit dem Filz. Wir sehen hier schon die Züge und Felder. Und das ist das Thema, wo wir tatsächlich am Ende des Tages hinwollen. Ein rein schwarzer Filz ist noch gar nicht so interessant. Es ist gar nicht so wichtig, dass diese breiten Flächen sauber sind. Was wirklich wichtig ist, sind hier die Züge und Felder. Wenn sich die abbilden, dann kommen wir in diesen Bereich, wo wir hinwollen. Und ich lasse die ganze Sache einfach nochmal ein paar Minuten wirken, um hier dem Öl die Chance zu geben, nach dem Kapillarprinzip nach unten einzusickern und nochmal diese ganzen Ablagerungen, die nur drin sind, Restablagerungen nochmal anzulösen, nochmal mitzunehmen, nochmal von der Oberfläche abzuheben. Okay, zweite Einwirkzeit. Ab jetzt nur noch saubere Komfortreiniger, immer 2 Stück. Erster Komfortreiniger wird aufgeschraubt, der hält auf diesem Holzgewinde. Zweiter Komfortreiniger wird über das metrische Gewinde aufgesteckt und jetzt nicht gesichert mit der Rändelmutter. Der darf nach vorne nämlich abfallen. In Schussrichtung die trockenen Filze vor zur Mündung. Ihr seht hier, der erste fällt ab, der zweite bleibt drauf und führt den Putzstock in der Mitte des Laufs. Es ist wirklich wichtig, dass ihr keinen leeren Putzstock von vorne nach hinten durchzieht. Wir haben hier ein metrisches Gewinde drauf. Innen wirklich
präzise gearbeitete Züge und Felder, speziell bei dieser Waffe. Wenn wir hier das metrische Gewinde über die Züge und Felder ziehen, das ganze Ding ist wie eine Feile. Da muss über kurz oder lang irgendwo Narben und Schrammen drin sein, kann man sich ersparen. Darum die 2 Filze. Erster Filz trägt den Schmutz vorne aus, zweiter Filz wird selbstverständlich auch schmutzig sein und ein Stück weit wieder Schmutz zurücknehmen, ist aber nicht so elementar oder nicht so dramatisch, wie wenn ich hier diese Spitze über die Züge und Felder ziehe. Deswegen bleibt er drauf und stabilisiert den Putzstock in der Mitte des Laufs. Dieser Filz wird jetzt auch abgemacht und ich nehme 2 neue, wenn ich in den Filz, der hinten drauf ist, natürlich Schmutz hat, haben wir gerade gesagt, nicht nochmal mit reinschieben. 2 neue Filze drauf. Einer wird geschraubt, der zweite wird gesteckt, ohne Öl. Übers Patronenlager, nach vorne zur Mündung. Erster Filz darf abfallen, zweiter bleibt drauf und stabilisiert mir wieder den Putzstock. Und das Ganze machen wir jetzt so lange, bis die Filze gleichmäßig weiß sind und nichts mehr an Zügen und Feldern haben. So, liebe Zuschauer, Lauf ist komplett sauber. Was haben wir gebraucht dafür? Einen Komfortreiniger, um Öl einzutragen. Den haben wir 2-mal verwendet. Für den ersten Öleintrag, dann die Intensivreiniger, um die Ablagerungen zu lösen. Dann haben wir den ersten Komfortreiniger verwendet, um nochmal auf die aufgeraute Oberfläche Öl einzutragen. Und dann haben wir mit den Komfortreinigern die ganze Thematik, die wir gelöst haben, rausgetragen. Und hier haben wir gebraucht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auf dem letzten hier ist wirklich nichts mehr drauf. Und wenn ihr hier mal guckt, die ganze Sache ist komplett poliert hier. Auf dem Lauf, Handgravur, Initialen des Ganzmers. Das, was auf dem Dokument draufsteht. Wir wollen mal noch mal kurz gucken, ob wir diese Initialen auch auf dem Griffstück finden. Ich baue euch meine Schale ab. Hier braucht es Werkzeug. Ich bin jetzt mal mutig und hoffe, hier nichts zu schreddern. Aber ich habe schon den richtigen Einsatz am Start hier. Bin ein bisschen nervös. Griffschale abmachen. Da stehen gar keine Initialen. Wisst ihr, was da drauf steht? Also hier ganz klein, Andi seins. Nee, Quatsch, hier. Hier sind dieselben Initialen wie hier unten auf dem Lauf. Also alles dokumentiert, wirklich ein Büchsenmacher von Anfang bis Ende, der das ganze Thema fertig baut. Ich bin total begeistert. Bin hin und weg. Okay, Griffschalen wieder drauf. Liebe Zuschauer, es wird Zeit, dass wir hier wieder Öl eintragen. Wir haben nämlich alles rausgebürstet. Das ganze System ist trocken, sollte man so nicht lassen. Hier muss Öl drauf. Macht das Öl hier auf die Führungsschienen des Griffstücks. Macht das Öl nicht in den Verschluss. Hintergrund seht ihr gleich, hier schwer zu dosieren, hier sehr einfach zu dosieren. Ich verwende 2 in 1 Gun-Tuning. Hier haben wir PTFE und Keramik. Es gibt viele Diskussionen über das Thema PTFE. Ich werde es definitiv nicht in den Lauf machen. Ich werde es auch nirgends hinpacken, wo man sehr, sehr viel Hitze hat bei dem ganzen Thema. Hier auf den Gleitschienen ist das aber kein Problem. Da wird nichts passieren. Das ganze Produkt muss geschüttelt werden, das sagt mir die Gebrauchsanweisung. Und was mir hier ganz gut gefällt, es ist kein Spray. Das ganze Thema hat vorne eine Dosierspitze. Weniger ist einfach mehr. Es muss nicht alles hier triefen von Öl. Und hier haben wir die korrespondierenden Flächen, ich versuche es mal vernünftig zu drehen, die ich jetzt hier mit wirklich ein paar Punkten nur versorge. Das muss definitiv nicht übertrieben werden. Man muss da keinen Punk machen, es muss nicht alles schwimmen, dass alles unten über den Magazinschacht nach draußen läuft. Dasselbe mache ich hier oben auch. So, okay. Und jetzt nehmt ihr den Verschluss, setzt diesen Verschluss auf die Waffe und übertragt das Öl, was ihr aufs Griffstück gepackt hat, auf die Führungsschiene vom Griffstück gepackt hat, jetzt in den Verschluss. Einfach mal bewegen die ganze Sache. Ihr könnt die Waffe auch mal umdrehen. Schwerkraft ist echt hilfreich. Das Öl verteilt sich hier nämlich dann sehr schön in alle Komponenten, wo ihr hin wollt, wo es hin soll. Und hört ihr das? Hört sich gut an. Soll es aber auch gut sein. Und wenn man jetzt hier guckt, das Öl, das ich hier aufs Griffstück aufgetragen habe, auf die Führungsschienen, hat sich jetzt komplett verteilt. Über die Korrespondenz des Schlittens, des Verschlusses, hat sich hier alles verteilt, da wo es sein muss. Hier brauche ich zum Beispiel gar nichts. Seht ihr das? Geht es nur um Korrosionsschutz. Und was ich jetzt mache ist, ich nehme hier ein Tuch und mache hier überflüssiges Öl, bevor sich das auf der ganzen Waffe verteilt, ab. Jetzt wird sich die Frage stellen, warum macht er denn das jetzt ab? Ja, ich habe es ja schon übertragen
Und alles, was hier so rumschwimmt, ist eigentlich zu viel. Denn das, was ich brauche, findet sich auf der anderen Seite innen im Verschluss ja wieder. Also alles raus. Das ist unglaublich. Guckt euch, ich bin so begeistert von dem Ding. Guckt euch das noch mal an. Extremst poliert hier der Zubringer. Bin hin und weg. Hin und weg. So, Griffstück. Seht jetzt auch hier, ich habe echt nicht viel drauf gemacht und es war doch schon zu viel. Es läuft hier überall außen raus. Weg, abmachen, auch innen. Die Ölfilme, die ihr braucht, damit das ganze Thema vernünftig läuft, sind sehr dünn. Da braucht es nicht viel, damit das Ganze funktional in Bewegung ist. Hier hat sich nämlich auch alles sehr schön übertragen. Wo wir noch kein Thema haben, weil nicht zusammengebaut, ist hier. Hier machen wir separaten Tropfen drauf. Überschüssige Thematik wieder abtragen. Aber es sieht sehr gut aus. Okay, Schlittenfanghebel und Verriegelung. Kaltentfetter, Tuch. Sollte hier mehr Ablagerung drauf sein, was durchaus mal vorkommen kann, mache ich das Ganze mit einer Bürste sauber. Tröpfchen Öl, aber wirklich nur ein Tröpfchen. Bewegliche Teile. Korrosionsschutz für nicht bewegliche Teile nehme ich persönlich ein dünneres Öl, trage ich aber dann auf, wenn ich die Waffe komplett zusammengesetzt habe. Machen wir jetzt. Zusammengesetzt wird die Waffe natürlich logisch in umgedrehter Reihenfolge, wie wir sie auseinander bekommen haben. Ich schaffe mir jetzt hier ein bisschen Platz und dann machen wir das. Okay, Verschluss. Den Lauf von vorne Richtung System einsetzen. Immer wieder gern genommen, Feder vergessen. Die muss jetzt rein, sonst habe ich nämlich ein Problem und muss die ganze Thematik wieder auseinanderbauen. Feder rein, Griffstück auf die Waffe setzen, nach vorne schieben. Und jetzt wird es immer spannend, darum das Holzstäbchen. Die Öse mit den Durchführungen für den Schlittenfang übereinander bringen, geht hier wirklich gut mit so einem Stäbchen, das ist fein. Und dann den Schlittenfanghebel linksseitig durchschieben. Jetzt brauchen wir hier wieder diese Nut. Kleine Feder hier zurückdrücken. Drin ist das ganze Thema. Jetzt von vorne die Hülse einsetzen. Die Federnsicherung von vorne drauf. Jetzt brauchen wir wieder unseren Schlüssel. Das Ganze mit dem Daumen nach unten drücken. Das ist auch immer manchmal so ein Thema, wo die Dinger dann durchs Wohnzimmer fliegen. Ist nicht so, dass mir das nicht schon passiert wäre. Leicht arretieren und mit dem Schlüssel die ganze Sache verriegeln. Fertig. Hört euch das mal an. Abzug ist grandios, ist gigantisch. Was jetzt noch fehlt, ist die Konservierung der Waffe von außen. Hier müssen wir wieder vorsichtig sein mit der Optik. Bietet sich wieder an, das Tuch, so wie wir es hatten. Waffe einlegen, hier ist weniger mehr. Ihr könnt hier dünnflüssige Öle nehmen und hier ist wirklich, es muss nicht alles triefen. Das ist eine Menge, die mehr wie genug ist, was ich hier aufgesprüht habe. Mit dem weichen Lappen das ganze Thema verteilen. Und schon haben wir eine wunderschön gepflegte Pistole 1911 45 ACP von Nighthawk Custom. Mal ganz ehrlich, die war vorher auch schon schön, aber jetzt ist sie halt noch schöner. Kann man ab und an mal machen. Fertig. Eine Variante noch. Wenn ihr am Schießstand seid und die Waffe ist noch warm, erreicht ihr bei warmen Läufen mit euren Reinigungsprodukten eine sehr, sehr hohe Effektivität. Es macht natürlich nicht unbedingt Sinn, am Schießstand das ganze Thema auseinanderzubauen, Pistolen, Putzstock und. Aus diesem Grund habe ich hier einfach mal eingangs das Firearm Pocket Set ins Rennen geschickt. Ich bin ein totaler Fan von dem Ding, weil es einfach ist und wirklich effektiv. Korrosionsschutz, Reinigung, ohne diesen Putzstock, mit dem Stahlseil. Wichtig, gemanteltes Stahlseil. Hier Kunststoff außenrum, damit ich mir auch nichts kaputt mache. Trotzdem ist darauf zu achten, das Ding nicht wirklich quer über die Mündung zu ziehen, sonst wirkt es auch irgendwann mal wie eine Feile. Wie funktioniert es? Rändelmutter ab. Komfortreiniger drauf. Tropfen Öl drauf. Es muss hier nicht zu viel sein. Dieses Thema mache ich direkt am Schießstand. Ich mache mir einen Filz drauf,
mache Öl drauf und packe das ganze Ding in die Dose. So liegt es in meinem Rangeback. Und wenn ich fertig bin mit meinem Training, ziehe ich die Waffe im warmen Zustand einfach 1-2 Mal durch. So habe ich sehr, sehr viel schon erledigt und ich habe definitiv einen Korrosionsschutz auf dem ganzen Thema. Öffnen, Stahlseil mit der Einfädelspitze übers Patronenlager in Schussrichtung. Einziehen, jetzt hier hinten achten bei einem Filz auf die Spitze, dass ihr das hier nicht unbedingt über die Brinierung oder über die Kante hier zieht. Es geht zwar nichts kaputt, es ist aber nicht schön, hier sich die Waffe zu verkratzen. Und nach vorne durchziehen. Und so habt ihr sicher 70, 80, 90% an Konservierung. Auf dem Schießstand sehr, sehr schnell auch gemacht. 100% Konservierung. Geht einfach und richtig intensiv zu Hause reinigen, dann über den Pistolenputzstock oder aber auch über das Firearm Pocket Set. Funktioniert beides einwandfrei. Das ist halt eine sehr, sehr schnelle Lösung, die am Schießstand wirklich top funktioniert. Braucht im Rangeback keinen Platz. Ich kann die Filze vorher schon einölen. Ich packe sie mir vielleicht in eine Frischhaltefolie. Auch nicht so blöd. Wenn ihr kombinierte Waffen habt oder aber mehrere Kaliber an einem Tag schießt oder bei einem Trainingstag oder einem Wettkampf schießt, ist es natürlich auch kein Problem. Ein Firearm Pocket Set und einfach die unterschiedlichen kalibergenauen Filze mit in die Dose packen. Also einfacher geht's nicht. Ich bin Fan von. Liebe Zuschauer, Nighthawk Custom Agent 2. 2 Fragen, die sich für mich jetzt ergeben. Erstens, muss man zwingend eine Agent 2 von Nighthawk Custom haben? Nein, muss man nicht. Zweite Frage, will ich eine Agent 2 von Nighthawk Custom haben? Ja, will ich, unbedingt. Ich will eine Agent 2. Meine Damen und Herren, es gibt viele 1911er. Hier ist das Ende der Fahnenstange definitiv erreicht. Besser ist meiner Meinung nach absolut nicht mehr möglich. Geht nicht. Hier sind wir am Ende der Präzision. Du kannst einfach nicht mehr genauer, nicht mehr formhaltiger, nicht mehr maßhaltiger bauen, das ganze Thema. Da ist der Zenit erreicht. Ich habe richtig Spaß an dem Ding. Ich habe mich hier verliebt, lieber Martin Rothmann, liebes Korth-Team. Ich weiß nicht, ob diese Agent 2 nochmal zu euch zurückkommt. Ich weiß aber auch noch nicht, wer sie mir kauft. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende dieser Folge nun angelangt, aber nur für diese. Das war sie, die Nighthawk Custom Agent 2, Traum von einem 1911er. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, teilen, Abo, Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr auch keine unserer Folgen. Bis dahin, bleibt sauber, euer Andi von VFGweaponCARE.